Dubai. Wir kennen ja alle die Bilder. Glitzernde Wolkenkratzer, Luxus, die Stadt der Superlative. Ein echter Traum für viele. Aber was, wenn ich euch sage, dass hinter dieser perfekten Fassade eine Gefahr lauert, die man leicht übersieht? Heute schauen wir uns eine Geschichte an, die zeigt, wie blitzschnell genau dieser Traum zu einem absoluten Albtraum werden kann. Stellt euch mal vor, könnte ein ganz normales Wellnessprodukt, also etwas, das ihr vielleicht sogar bei euch im Bad stehen habt, euch einfach mal so 25 Jahre eures Lebens kosten? Klingt doch total verrückt, oder? Tja, die kurze und leider auch schockierende Antwort lautet, in Dubai schon. Genau das ist nämlich passiert. Okay, dann lasst uns mal in diesen Fall eintauchen. Es ist die Geschichte von einem sprichwörtlichen goldenen Käfig, dessen Gitter sich quasi über Nacht geschlossen haben. Das hier, das ist Billy Hood, ein junger Brite, 24 Jahre alt, und er hat sich in Dubai wirklich seinen Traum erfüllt. Er hat als Fußballtrainer für Kinder gearbeitet, das Leben genossen, also im Grunde ein ganz normaler junger Typ mit Plänen für die Zukunft. So, und um zu verstehen, was jetzt gleich passiert, muss man diesen fundamentalen Unterschied kennen. Bei uns in Europa ist CBD ein legales Wellnessprodukt, das kriegt man in jedem Drogenmarkt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten aber gilt genau dasselbe Zeug als harte Droge. Ein Kapitalverbrechen. Da gibt es Null Toleranz. Und genau diese Kluft, die ist der Kern des ganzen Problems. Und genau dieser krasse Unterschied in der Wahrnehmung hat zu einem Albtraum geführt, der an einem einzigen, unscheinbaren Tag im Januar seinen Anfang nahm. Und das ging wirklich rasend schnell. Der Tag fängt für Billy ganz normal an, er geht zur Arbeit. Am Nachmittag wird plötzlich sein Auto von der Polizei durchsucht. Schon am Abend klicken die Handschellen, weil die Beamten CBD-Vapeöl finden. Und bei Nachteinbruch ist sein Traumleben vorbei, ausgetauscht gegen eine Gefängniszelle. Eine Abwärtsspirale in nur ein paar Stunden. Und wisst ihr, was der Auslöser für all das war? 4 winzig kleine 5 Milliliter Fläschchen mit CBD-Öl. Eine Menge, über die hierzulande niemand auch nur ein Wort verlieren würde. Aber dort war es genug, um ein ganzes Leben aus der Bahn zu werfen. Nach der Verhaftung beginnt dann etwas, das man wirklich nur als Kafkaesk bezeichnen kann. Es geht um ein erzwungenes Geständnis und darum, wie verloren man sein kann, wenn man die Sprache nicht versteht. Stellt euch das mal vor. Er sagt, man hat ihn unter Druck gesetzt, ein Dokument auf Arabisch zu unterschreiben. Er hatte keine Ahnung, was da stand. Er wusste nicht, dass er in diesem Moment gerade ein Geständnis unterschreibt, das alles nur noch schlimmer machen würde. Und diese eine Unterschrift hatte katastrophale Folgen. Zuerst ging es nur um einfachen Besitz, aber nachdem er 4 Tage in einer Zelle saß und dann dieses Dokument unterschrieb, das er nicht lesen konnte, eskalierte die Anklage plötzlich. Aus Besitz wurde auf einmal Handel und Verkauf. Das ist der Knackpunkt. Dieses ungelesene Geständnis hat seine Lage von schlimm zu absolut aussichtslos gemacht. Das alles mündet dann in einem Urteil, das so schockierend war, dass es international für Aufsehen sorgte. 25. Lass diese Zahl mal kurz wirken. 25 Jahre Gefängnis. Für 4 kleine Fläschchen CBD-Öl. Das ist der Moment, wo einem wirklich die Worte fehlen. Billy hat die ganze Zeit über gesagt, ich bin unschuldig. Seine Story war eigentlich ganz simpel. Ein Freund aus England war zu Besuch und hat das Öl aus Versehen in seinem Auto liegen lassen. Er selbst, das hat er immer wieder betont, hat eine strikte Null-Toleranz-Haltung, was Drogen angeht. Und jetzt wird's juristisch richtig interessant. Im Berufungsverfahren erkennt das Gericht nämlich den unbeabsichtigten Besitz an. Das heißt, die Richter haben quasi gesagt, okay, wir glauben dir, dass du das Zeug nicht absichtlich bei dir hattest. Sie haben damit im Grunde seine Version der Geschichte bestätigt. Daraufhin wurde die Strafe reduziert. Auf 10 Jahre. Man könnte jetzt meinen, das sei ein Sieg. Aber mal ganz ehrlich, 10 Jahre im Gefängnis für etwas, das man nicht mal absichtlich getan hat, das ist immer noch eine absolute Katastrophe. Und Billys Geschichte ist eben nicht nur ein tragischer Einzelfall, sie ist eine riesige Warnung an jeden von uns, der ins Ausland reist. Man muss einfach verstehen, wie die Emirate ticken. Der Deal dort lautet absolute Sicherheit und Ordnung, aber dafür müsst ihr euch auch an extrem strikte Gesetze halten. Und das führt zu dieser krassen Null-Toleranz-Politik. Selbst mikroskopisch kleine Mengen können dazu hammerharten Strafen führen. Das ist die Realität. Und schaut euch das mal an, das ist wirklich ein Minenfeld für Reisende. Bestimmte Schmerzmittel, die man bei uns auf Rezept bekommt, sind dort illegal. CBD, wie wir gesehen haben, ist eine harte Droge.
Alkohol trinken geht, aber nur an lizenzierten Orten wie Hotels oder Bars. Und jetzt kommt's. Selbst Mohn auf einem Brötchen kann theoretisch zu einer Drogenanklage führen. Kein Witz. Was lernen wir also aus der ganzen Sache? Es geht um den hohen Preis der Unwissenheit und die universelle Warnung, die in Billy Hoods Schicksal steckt. Am Ende läuft alles auf diesen einen knallharten Grundsatz hinaus, der zwar überall gilt, aber dort eben extreme Folgen hat. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Der Satz »Sorry, das wusste ich nicht«, der zählt da einfach 0. Und damit bleibt am Ende diese eine Frage, die sich jeder von uns stellen sollte, bevor er verreist. Hinter den ganzen Hochglanzprospekten und den freundlichen Willkommensschildern, wie gut kennen wir wirklich die Regeln des Landes, in das wir fliegen? Billy Hoods Geschichte ist der krasse Beweis dafür, dass diese eine Frage über Freiheit oder Gefängnis entscheiden kann.